Welche JBL-Box ist die beste? Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage schon gestellt bekommen habe. Das aktuelle JBL-Lineup hat einiges an verschiedenen Größen zu bieten und dementsprechend klingen auch alle unterschiedlich. Wir machen heute den größten JBL-Vergleich ever auf diesem Kanal und hören uns einfach alle an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute wird es hier aber mal sowas von laut. Wir hören uns das komplette JBL-Lineup an, sodass ihr mal direkte Unterschiede hören könnt und dann auch für euch die passende Box leichter findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas Support in Form eines Abos dalasst, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und jetzt starten wir durch mit der ersten Box und das ist die kleinste. Ihr findet übrigens zu allen Boxen die Dezibelwerte aus meinem Test in der Videobeschreibung. Der JBL Go 3 ist ein handlicher Begleiter in der Jackentasche. Klein, leicht und trotzdem recht soundstark. Mit einem 40 mm Treiber, einer Leistung von 4,2 Watt RMS und einem Frequenzgang runter bis auf 110 Hz spielt er für die Größe satter als manch anderer Mitbewerber und das mit einer Laufzeit von bis zu 5 Stunden. Für einen aktuellen Straßenpreis von rund 35 € ist er auch der günstigste im Line-Up. Weiter geht es der Reihe nach und als nächstgrößere Box wartet im JBL-Regal die Clip 4. Die ist aber von den Maßen gar nicht mal so viel größer. Auch hier spielt ein 40 mm Treiber, der aber mit 5 Watt RMS etwas mehr Leistung hat. Der Bass geht runter bis auf 100 Hz und legt leicht an Druck zu bei einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Und da liegt dann auch die Stärke der Clip 4 im Vergleich zum Go 3. Der aktuelle Straßenpreis liegt bei ungefähr 55 €. Das waren die beiden handlichen Kandidaten. Ab jetzt geht es in der JBL-Rangfolge mit den bekannten länglichen Boxen weiter. Die Flip 6 macht hier den Anfang und verteilt 30 Watt RMS auf einen länglichen Tieftöner mit 45 x 80 mm sowie einem 16 mm Hochtöner. Der Bass wird so runtergeschickt auf 63 Hz mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Besonderheit ist hier der eigene EQ in der App. Aktuell liegt der Preis noch immer im Bereich der UVP von 139 €. Weiter geht es mit der Charge 5, die an Größe sichtbar zulegt. Die Leistung steigt auf 40 Watt RMS an, die einen Tieftöner mit 52 x 90 mm und einen 20 mm Hochtöner antreiben. Den Bass schickt die Charge 5 auf dem Papier mit 60 Hz gar nicht so viel weiter runter, aber dafür ist er spürbar druckvoller. Die Akkulaufzeit liegt mit bis zu 20 Stunden ebenfalls höher. Durch ein Update der Firmware hat JBL vor kurzem auch hier den eigenen EQ in der App freigeschaltet. Aktueller Preis liegt bei rund 160 €. Und jetzt wird es bunt. Das kann bei JBL eigentlich nur eins bedeuten, die Puls-Reihe ist am Start. Mit der Puls 4 folgt größentechnisch die nächste Box in der Reihe, allerdings leistet sie mit 20 Watt RMS sogar weniger als die Flip 6. Die Leistung geht auf einen Treiber mit 57 mm, der den Bass runter auf 70 Hz schickt. Der Klang wird allerdings auf 360 Grad verteilt, nichtsdestotrotz liegt sie damit klanglich eher zwischen der Flip 6 und der Charge 5. Das Ganze mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Die Puls 4 ist immer noch sehr teuer, Straßenpreis rund 190 €. Der nächste Sprung haut sowohl von der Größe als auch vom Bass ordentlich rein und damit sollte klar sein, wir reden von der Xtreme 3. 50 Watt RMS Leistung befeuern hier zwei 70 mm Tieftöner und zwei 20 mm Hochtöner. Der Bass geht spürbar weiter runter bis auf 53,5 Hz und legt auch deutlich an Druck zu im Vergleich zur Charge 5. Die Akkulaufzeit kommt hier auf bis zu 15 Stunden. Durch ein Firmware-Update hat auch die Xtreme 3 einen eigenen EQ in der App bekommen. Aktueller Straßenpreis rund 250 bis 260 €. Und damit kommen wir nun zur größten Box des aktuellen JBL-Lineup und das ist die Boombox 2. Größe, Gewicht und Bass sind hier nochmal auf einem anderen Level. 80 Watt RMS werden aufgeteilt auf zwei 106 mm große Tieftöner und zwei 20 mm Hochtöner. Der Bass geht runter bis auf 50 Hz und frisst alle anderen der eben aufgezählten JBL-Boxen zum Frühstück. Der Akku läuft mit bis zu 24 Stunden ebenfalls auf führenden Werten, ebenso wie der Preis. Momentan sind alle JBL-Preise recht hoch und daher muss man für die Boombox 2 rund 400 bis 420 € zahlen. Damit steht das aktuelle JBL-Lineup zumindest bis zum Sommer 22, denn dann gibt es zwei Neuzugänge. Die Boombox 3 und die Puls 5 kommen raus und die werden wir uns natürlich auch zusammen gönnen. Was wir uns jetzt aber erstmal gönnen, ist der Soundcheck, denn wir wollen ja mal alle JBL-Boxen im Vergleich hören. Wir starten wieder mit dem Go 3 und machen
machen dann der Größe nach weiter. Ich habe Kapitel erstellt, sodass ihr zum Vergleich direkt springen könnt und die technischen Daten blende ich euch auch nochmal ein. Lautstärke ist bei allen Boxen auf ca. 60%. Alright, ich hoffe, euch hat so ein direkter Vergleich Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann haut auf den Abo-Button und gebt dem Video einen Daumen nach oben. In der Videobeschreibung findet ihr zu jeder JBL-Box nochmal einen Link zu meinem ausführlichen Review. Checkt das also auf jeden Fall mal ab. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!